Hey Frank, thanks, and thanks for having us today für die Präsentation. Es tut mir leid, ich könnte schon ein bisschen auf Deutsch reden, aber es ist vielleicht viel besser für das Verständnis, dass ich auf Englisch spreche. So müssen wir in den nächsten paar Minuten haben. So let me start the presentation by words about Invesco. Invesco is an asset management group which is headquartered in Atlanta, but we've got operation in around 10 European countries, and that's where I come in, managing the performance of not only the marketing activities, but also and the effectiveness of our budget. Invesco is, as I mentioned to you, is an asset manager. If the brand in our category, that's fantastic. But for those of you who are not familiar with the category, I could also list a few of our competitors, such as BlackRock, Vanguard, or more local player like DWS here in Germany. We are a multinational group operating in numerous countries. It's important for this presentation because that leads us to the problem we faced, having a multiple operation, doing different type of marketing communication, using different marketing communication channels, and that's where we started hitting to ramp up the business in Europe. So if I go back to the slides, sticking a bit more to the content of the slides, I mean, this is a famous quote, possibly from Henry Ford, but this is very topical for us today because not only we were facing an issue in the proper management of our budget and the justification of what the marketing budget was delivering to the business, but also in the more recent years, an ability for us to demonstrate the return on marketing investment. And the tool, we had no tool to achieve these two ambitious goals. So we were caught, if you want, in a way, in an old way of working, and we had to move on sorry, I just checked that there are some people typing. So let me, Karen, tell me, Frank, if you can't hear me properly. And so I was saying we're a bit caught with the ways of working, and we had to make a big step forward, coming in 21st century with a tool which enable us to plan, to collaborate, and to manage our campaign correctly. And the transparency word, which is our headlines in this presentation, comes home now, because you can imagine operation in 8 to 10 different countries all had their own ways of working. They're all doing their budget on Excel spreadsheet. They were all accessing financial information in their own ways. And there was absolutely zero transparency for us at the center in understanding what type of campaign were being played in which market, how much money was put behind the campaign, how much money was put behind a specific distribution channel, how much money was put behind a specific communication channel. So this lack of uniformity in our approach led us to a lot of fragmentation in how our brand was being perceived in the market, and there was obviously a lack of transparency at the center. So we went a bit of on a discovery phase, and we tried to establish how we could resolve that problem. And very, very quickly it comes to mind that we need to put in place a platform. And luckily, we met the team at Upper Network in a fair here in Germany, and we started the engagement by putting to them the problem we are facing. So let me go to this slide, which kind of highlights the problem we're facing and how Upper Network tried to support and successfully, not only tried, but successfully managed to support us. So we wanted to have a much more transparent way of managing campaign, not only from a budgetary perspective, but also from what type of campaign was being played, what type of product was being promoted in the different markets. And as you can imagine, you're coming from different businesses. The European market are not operating in a uniform way. In our industry, if in Europe, the investors, the professional investors are focused on European equity, it could not be the case in the UK, where the people are far more
focused on domestic stocks, domestic investment. The same if you take the example of Spain. Spain has an appetite for emerging markets. So again, campaigns being played in the markets are totally different. So to get the overview, we needed to have a tool which enable us to be transparent. And Upper Network enable us to deliver this transparency. They've got a super functionality that we are leveraging in the planning of campaign, which enable a planning of campaign at multiple level. First of all, at budget level, but then you can really narrow down at product channel, communication channel being used. And in a calendar display, you can have an overview by markets. You can lift them to an umbrella view at EMEA level for us, and this gives us a perspective of much more integrated way of delivering our marketing, our key messages, and engaging with clients. This has led also to a bit more accountability to the local marketers, which is great because local marketers like having ownership of content, of budget. So we gave them a tool which enable them to demonstrate back to the management how good they were planning and also the results of the campaign. Because as part of the tool, they got a strong performance measurement section, which enable us to connect with Google Analytics, for instance, and connect with other ROIs that are being delivered by our digital capabilities. So the challenge we had, the second challenge we had was to get real-time information on our actuals spent. You can imagine that having 50 to 60 budget owners across Europe leads to different way of managing budget, different timing in getting invoices in. And Upper Network has helped us to create our own ways of delivery, of creating budget and plans, adapting to the way we wanted to track our actuals and providing a real-time tool. So we've got actuals being uploaded from Oracle via an API, and the team every morning they've got the real-time view of how much is being spent in the market. And it's not only because people are sad enough to track how much they spend actually, but it helped us a lot in the replanning phase. And there's no better time to talk about replanning, which the tool enables us to do, because as you can imagine, with the impact of coronavirus, we had to really bin our old plans that we had because the investment appetite has changed completely due to the impact of the coronavirus. So the tool enables us to replan completely our multi-million marketing investment, and we managed to turn that around in 3 days. And I can tell you that in the past, with the problem we had, it would have taken us weeks, and we would have most likely get it completely wrong. So this is a big step forward for us, and we managed to really recalibrate our marketing budget towards different style of marketing communication with the support of the tool. So that's a brilliant way of achieving this. So that's linked to the third bullet about the flexibility of the tool. And now, what I should have said maybe in the introduction is that we were very focused when we purchased the tool, we subscribed to the tool to help us to manage our plans and our budget. But the tool has multiple layers, and Patrick will touch on that later on. We have progressively adopted these additional layers. The campaign of the tool, which we progressively used. The collaboration aspect of the tool, we kind of multi-layered it. We didn't launch it at once, but we progressively used the different functionalities, training the team how to best use the functionalities, and now it's being really actively used by the business. So this collaboration is great. I want to point out as well that the tool is being used in EMEA, but we have been at the forefront of the development of the marketing planning tool at Invesco. We are talking to our American colleagues, Asian colleagues as well, to enable them to come on board and to have a much more consistent global approach in our marketing. So I might have run a bit fast, but I will now pass over to Patrick, who will lead you to a bit more functionality, probably in German. So lucky you'll have probably your own
local language, and we'll take questions towards the end of Patrick's presentation. Thank you for your attention. So, thanks for now, Paul. Thanks a lot. Ja, hallo von meiner Seite, Patrick Moser hier. Ich werde jetzt auch mal ein bisschen sozusagen auch das nochmal auflösen, was sozusagen auch hinter diesem Tool steht, von dem Paul gerade gesprochen hat. Das Tool heißt Marmind und werde dann auch gleich ein bisschen noch was dazu vorstellen. Das, was aber auch jetzt Paul schon so formuliert hat in der Situation, in der Invesco stand vor ein paar Jahren, ist eben genau dieses Thema, das wir sehr oft sehen bei großen wie aber auch kleinen Kunden, eben genau, dass die digitale Realität zu dem, was eigentlich an Ambitionen da ist, doch sehr divergiert. Das ist jetzt hier eine Studie, die 2019 Marketing Tech Monitor rausgekommen ist, wo einfach mal abgefragt wurde in Deutschland in verschiedensten Branchen, wie es denn so rund um das Thema in dem Fall Marketing bestellt ist. Da sieht man zum Beispiel gerade diesen Fokus, den Paul eben auch hatte mit dem Thema Planning und Financial Management, ist eigentlich minimal im Marketing bisher beispielsweise angekommen. Also die gelbe Linie bei zwischen 0 und 1 und aber eigentlich die Anmerkung, die dahinter stecken sollte, dass man auf Ebene der Kostenstellen besser planen kann, dass man einen besseren Abgleich hat etc., dass man auch marketingaffin sozusagen Forecasts, Prognosen ausgeben kann, steht irgendwo bei 4. Viele andere Dinge wie Marketing, Knowledge Management, Performance Management, Marketing, Resource Management werden da auch genannt und stecken da einfach nach wie vor in den Kinderschuhen. Das Thema Digitalisierung ist eigentlich überall gang und gäbe. Jeder spricht davon. Aber das, was wir einfach feststellen, ist, dass erstens ganz viel noch wirklich an den Basics zu erledigen ist. Also wirklich einfach mal Themen wie eine Namenskonvention, Themen wie strukturiertes Aufsetzen von Kampagnen, von Projektplänen etc. nach wie vor ein Thema ist und eben durch die unglaubliche Anzahl auch an Tools am Markt eben es da dazu führt, dass dass im Prinzip unsere Kunden im Prinzip hilflos verzweifelt sind, weil sie einfach im Bereich Marketing Tech, Marketing Technologie einfach keinen Überblick mehr haben und in der Regel meistens leider das alles sehr siloartig aufgebaut wurde. Teilweise historisch, teilweise dann aber auch aufgrund der fehlenden Beratung. Das heißt, dieses Thema fehlenden Überblick, Datensilos ist einfach auch aus unserer Sicht dadurch geschuldet, dass es eben im Marketing, aber auch in vielen anderen Bereichen ganz viel geplant wird, auf Basis von Excel-Sheets, Mediapläne erstellt werden, Kostenstellen, Strukturen, To-Do-Pläne etc. Durch Themen wie Content First, Content is King, Mediapläne, wird auch das Thema Bespielung der Kunden bis hin zu diesen sozusagen wirklich Customer Journeys immer komplexer, auch immer digitaler und dadurch braucht es mehr sozusagen Tech-Know-how da dahinter. In Wirklichkeit meistens ist es so, das linke Schaubild zeigt, dass sehr viel quasi unstrukturierte Daten vorhanden, immer mehr Kanäle und die werden meist Zielen. Das heißt, dieses Thema Return on Marketing Invest und auch eben das Vergleichbar machen von Kanälen, von Kampagnen ist sehr schwierig. Was haben wir da für eine Antwort auch bei Invesco geliefert oder bei anderen Kunden wie auch einer Deutschen Telekom oder Mercedes-Benz, um nur ein paar zu nennen? Ist mit Marmind, was für Marketing Mastermind steht, haben wir eine Marketing Resource Management Lösung geschaffen, die sich um 3 wesentliche Dinge kümmert und auch versucht, den Gesamtprozess zu sehen. Nämlich einerseits die Planung, also einen zentralen Marketingplan zu haben für mehr Übersicht. Zweitens die Organisation, also Digitalisierung aller Workflows. Ganz klassisch wäre da dann zum Beispiel so etwas wie eine Freigabemappe, die in Rot von einer Abteilung zur nächsten getragen wird, ist in Zeiten von Corona derzeit denkbar ungeeignet, um einfach hier schnell Freigabeprozesse durchlaufen zu lassen. Das wird wirklich digitalisiert auf einer Prozessebene für mehrere Systeme bei Bedarf über Schnittstellen und schafft somit einfach auch bessere Transparenz über sämtliche Unternehmensprozesse. Und das dritte Thema, um diesen Bogen quasi zu schließen, ist, wenn ich in der Planung Ziele setze, habe ich dann auch die Möglichkeit,
und vor allem auch die Notwendigkeit, diese auch, wo es nur irgendwie möglich ist, zu tracken, zu prüfen. Und hier gibt es eben unterschiedlichste Möglichkeiten aus Systemen wie einem Google Analytics, wie einem Newsletter-System oder jeglichem anderen System, wo ich Kennzahlen habe, wieder in das Marketing zurücklaufen zu lassen, um eben dann auch quasi bessere Entscheidungen treffen zu können. Gut, alles klar. So, von der Prozesssicht ist es so, dass man dann auch quasi die Planung wie immer ganz zentral an erster Stelle sehen. Das heißt, in der Regel beginnt in Marmind ganz oft die Planung. Wir lösen die Excel-Sheets ab. Unsere Kunden verwenden dann auch Marmind als zentrale Drehscheibe für das Thema Content, also jegliches Key Visual, das entwickelt wird, jegliches Video, das vielleicht in einem Social-Media-Kanal gepostet wird in Marmind hochgeladen, mit den Agenturen beispielsweise abgestimmt, korrigiert, dann gegebenenfalls einem zentralen Dokumentenmanagementsystem zur Verfügung gestellt. Und durch die Organisation, durch das Thema Prozesse, das wir aufsetzen, durch Workflows können wir dann eben auch verschiedene andere Systeme und Abteilungen da zusammenbringen. Ein Beispiel wäre zum Beispiel ein Getränkehersteller in Deutschland, wo es eben darum geht, wirklich über 7, 8 Abteilungen, von einer Rechtsabteilung über die Supply Chain Management bis rein ins Marketing und Sales, eben für zum Beispiel ein Etikett auf einer Flasche wirklich halt von allen eine Freigabe dafür zu bekommen, was natürlich auch sehr, sehr wichtig ist und auch aus einer rechtlichen Sicht nachvollziehbar gestaltet werden muss. Schlussendlich liefern wir diesen gesamten Content dann zum Beispiel an Systeme wie ein Social Media Publishing Tool oder eine Newsletter Marketing Automation Lösung. Es wird veröffentlicht und wir bekommen dann die Tracking-Daten wieder nach Marmind zurück und haben damit so einen Gesamtüberblick vorstellen kann. Einfach auch ein paar Screenshots, damit Sie mal ein bisschen auch was Buntes sehen. Das heißt, ein zentraler Marketingkalender, der eben im Prinzip ganz oft die Excel-Sheets, die in jedem Unternehmen vorhanden sind und umso komplexer es wird, auch wirkliche Probleme verursachen, dass diese abgelöst werden. Das heißt, wir haben hier einen Gantt-Chart. Durch Klick auf einen Balken kann ich mir jegliche Verantwortlichkeiten ansehen, welche Personas geplant sind, welche Produktsortimente oder auch bestimmte zum Beispiel Zielländer, die ich ansprechen möchte, aber auch operative Ziele. Integriert darin ist das Thema Marketing, Budget und Kosten, also auch wie es Paul beschrieben hat, dass ich einfach sämtliche Budgets top-down verplanen kann, aber auch Forecast im Sinne von Plankosten, aber auch Ist-Kosten als Rechnungen auch gegen das Budget matchen kann und aber auch jeglicher Content, wie schon eingangs erwähnt, liegt hinter jedem dieser Balken, so dass man einfach schnell einen Überblick hat und schnell wirklich alles, was sonst auf sehr vielen verschiedenen Bereichen verteilt ist, in verschiedenen Tools, wirklich in einer zentralen Plattform hat. Das Thema Organisation geht dann mehr in die Richtung sozusagen auch zu ergänzen, also die gesamte Marketingplanung, wie Sie es hier auch sehen, diese Balkendiagramme, die ich nach verschiedenen Gruppierungen und Filtern natürlich auch mir anzeigen lassen kann, zu ergänzen, um Aufgaben, Termine, Deadlines, zum Beispiel auch hier zu arbeiten mit sogenannten Checklisten, um einfach mit einer gewissen Vorlaufzeit beispielsweise Dinge, die immer wieder gleich ablaufen, wie zum Beispiel die Organisation eines solchen Events, wie wir ihn gerade haben, einfach immer wieder auch mit einer Checkliste ablaufen zu lassen, um einfach wichtige Dinge nicht zu vergessen. Damit man sich das ein bisschen vorstellen kann, der eine oder die andere kennen vielleicht Taskmanagement-Systeme oder das Thema agile Zusammenarbeit. Aus unserer Sicht muss sich das immer mehr vereinen und die Unternehmen haben auch immer mehr diese Tendenz, agile Methoden, die ganz oft in der IT angekommen sind, also in der Softwareentwicklung beispielsweise, auch im Marketing anzuwenden. Und auch das ist hier möglich. Das heißt, ich habe meine Marketingplanung, die wird aber immer schneller, immer umtriebiger. Und deshalb brauche ich ganz gute Möglichkeiten, auch wirklich ad hoc, agil in diesem Marketingplan zusammenzuarbeiten. Und ganz konkret sieht das dann eben so aus, links unten das Screenshot, dass man verschiedenste Board Views hat, dort Aufgaben und Termine koordinieren kann. Wenn dann neuer
Termin oder eine Aufgabe eingestellt wird, wird der Verantwortliche automatisch per E-Mail notifiziert, hat man eine Übersicht über das gesamte Team, die gesamten Kampagnen, aber wenn man so möchte, bis hin zu der gesamten Unternehmensstruktur. Da gibt es dann Kunden, die auch da 600 Marketers in 55 Ländern drinnen haben und damit eben die gesamten Marketing- und Kampagnenpläne an einer zentralen Stelle haben und damit auf solche Fragen wie, was machen wir unternehmensweit jetzt in der bestimmten Kalenderwoche zum Thema XY einfach beantworten können. Ja, und zu guter Letzt auch das Thema Prozesse standardisieren und automatisieren. Da vielleicht noch 2, 3 Worte dazu. Wir glauben fest und fest, dass es nicht eine Toolfrage im Endeffekt ist. Wir sind selbst sozusagen Softwarehersteller, haben aber das Thema Prozesse eigentlich seit 20 Jahren in unserer DNA. Und wenn man, glaube ich, aus dem heutigen Vortrag von uns was mitnehmen kann und sollte, ist es, dass man zuallererst wirklich, das klingt oft so logisch, wird aber oft nicht gemacht, wirklich sich die Prozesse anschaut, die mal in einer Vision von Anfang bis Ende, also End-to-End sozusagen ansieht, End-to-End Prozessanalyse macht und eine gewisse Idee hat, wie so eine Gesamtmarketing- oder generelle IT-Architektur dann aussehen sollte und was man damit erreichen möchte. Dann muss man nicht alles sofort machen und alles sozusagen sofort in einem Projekt umsetzen. Das wäre auch unrealistisch, aber es muss eine gewisse Prozesssicht aus unserer Sicht auf jeden Fall auch im Marketing da sein. Ansonsten entstehen wieder weitere Datensilos. Und um solche Prozesse, auch Unternehmensprozesse zu orchestrieren, gibt es eben mit Marmind auch die Möglichkeit, mit solchen Workflow-Engines zu arbeiten, wo wir grafische Prozesse modellieren können und auch verschiedene Systeme, verschiedene Stakeholder dann wieder hier zusammenbringen. Ja, und zu guter Letzt das Thema Monitoring. Hier haben wir eine zentrale Datendrehscheibe, wo wir aus verschiedensten Systemen die Daten laden, aber quasi einem Marketer dann ein zentrales Cockpit zur Verfügung stellen, quasi ein Ampelsystem, wo es darum geht, auch ganz schnell und einfach gewisse Erkenntnisse zu erlangen und daraus wieder bestimmte nächste Schritte abzuleiten, das direkt auch in dem System tun zu können im Rahmen und eben auch mit diversen Dashboards zu arbeiten, die einfach komplexe Daten wieder so zusammenfassen, dass man sie halt schnell und einfach erkennen kann. Und schlussendlich einfach mit sehr simplen Methoden, wenn man so möchte, beispielsweise mit einem Ad-Mentioning wieder den Marketingvorstand oder einen Kampagnenmanager oder gegebenenfalls auch den Grafiker benachrichtigt, eine Aufgabe schickt und damit dann wieder die nächsten Schritte auslöst. Also das so viel sozusagen zum Marketing, Monitoring und aus unserer Sicht ist es eben der Vorteil mit so einer zentralen Marketing Resource Management Lösung mit Marmind, dass man wirklich einen integrierten, durchgängigen Prozess sicherstellt mit einer Marketingplanung, mit den Budgets und Kosten im Griff, mit den Workflows, aber auch den Ergebnissen. Und das vereinfacht schlussendlich natürlich die gesamte Steuerung im Marketing. Aus unserer Sicht ist es dann noch zum Abschluss zu bringen, dass das Wichtigste, dass man wirklich 3 Themen hier in Einklang bringt. Nur durch die Integration schon dieser Prozesse, aber auch der Technologien, kann es auch ein erfolgreiches Projekt werden. Es hat ganz viel auch mit Change Management zu tun. Das heißt, wirklich zuerst mal klare Zielvorgaben, diese End-to-End-Prozesse, wie schon gesagt, zu definieren, dann auch wirklich bewährte Standardtechnologien und Serviceleistungen einzusetzen und schlussendlich auch schon noch für sowas wie ein Marketing-Tech-Projekt auch Fachbereich IT und Implementierungspartner von Anfang an den Tisch zu bringen. Denn sonst ist es meist so, dass das wieder dann ein IT-Projekt, wie es früher mal war, wird, wo einfach ein IT-Software-Tool aufgebaut wird, aber dann die Fachbereiche wieder nicht entsprechend abgeholt werden oder die Fachbereiche nur eine eigene Lösung aufbauen, die aber nicht in die Unternehmens-IT-Landschaft eingebettet ist. Also, dass das nicht passiert, glaube ich, Prozesse, Technologien, Zusammenarbeit von Anfang an zusammenbringen. Das war mal so die Marmind-Vorstellung von meiner Seite. Jetzt wieder sozusagen der Ball zu dir, Paul, und quasi als Abschluss auch nochmal zum Projekt Marmind bei Invesco, einfach was so die wichtigsten Erkenntnisse waren und vielleicht auch ein bisschen nochmal als Erfolgsfaktoren, was macht denn ein Projekt wirklich erfolgreich auch, quasi als Empfehlung noch mitzugeben von deiner Seite.
Okay, thanks, Patrick. I just want to say a few words, and then we can maybe take questions. For us, clearly, in terms of efficiency, we managed to save costs, which were driven by headcounts. We had 3 people working on financial planning at the time. Now we've got only 1. We also free a lot of time for marketers to plan their campaigns and be able to share, socialize them in an effective way, as Patrick highlighted. This collaboration approach, we had the tool enable us to keep under one roof this work and to quickly refer back to it. So it's great. We want more out of the tool than we expected. That's the key message. Just a few words about the collaboration with Open Network, because that's quite important from our business. When you engage a new vendor and supplier, they were new, they were, as we call them, a small Austrian firm, but I know they're not that small anymore. They've got global clients. But for us, the fact that we worked with a relatively small provider really helped us. We're not a large fish, and we're not an Adidas or an Apple of this world. And we needed a firm which could be aligned with us in terms of size, and that we feel that attention is given to our expectations. Having said that, we had different episodes where I had the feeling that the experience that Open Network had with other clients really benefit us hugely. In other words, they told us, don't do it. Don't do it because you will not only, the term failure is a bit strong, but you will not achieve as much as you would like. Follow our advice, go against your instinct, trust us. And we did that. And in most instances, I must admit that this worked. I mean, this collaboration was perfect. One final point I want to say as well, because we know that platforms can be sometimes kind of issues. When we got issues with Open Network in terms of the tool servers and so on, and quite often it's on our side of the business, but the reactiveness of the team is great. Open a ticket, support come quasi immediately. We had a few instances in the last few weeks, and not only it was on our side, but they managed to spot what the issue was. So I went back to our team and said, please support, please adjust the tool. So it's really great to have this type of collaboration and engagement with a vendor. And for us, it's a successful partnership, which based now on my gray hair, sometimes is not easy to achieve, especially when you work with large vendors who have their set processes and where the engagement and responsiveness is not up to what we can expect as a client. So, Patrick, I think I will stop here and maybe enable some questions. Sure. Yes, thank you very much, Paul and Patrick. Meine Damen und Herren, wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie die gerne in den Chat. Es geht ja jetzt hier um das Thema integriertes Marketing. Integriertes Marketing. Vielleicht mal eine erste Frage an Patrick Moser. Ist das ein System, was man installiert, oder ist es eine Software-as-a-Service-Lösung? Also es ist eine Software-as-a-Service-Lösung, da braucht nicht viel installiert werden. Man kann es sozusagen einfach einmal sich bei uns melden, wir setzen das gemeinsam auf, das geht relativ kurzfristig, in wenigen Tagen, und dann kann man da schon mal da losstarten damit. Ne? Genau. And to Paul, you said that new instruments, you have to change something in your organization. Was it difficult? Paul? Ich glaube, der Paul Carruzzo versteht mich jetzt gerade nicht. Da scheint wohl irgendwas mit der Tonleiter nicht mehr zu stimmen. Herr Moser, wollen Sie das vielleicht mal beantworten, auch aus Ihren Erfahrungen mit anderen Kunden? Ja, sehr gerne. Also das Thema Change, das Sie angesprochen haben, das was zu verändern ist, das ist, glaube ich, das einer der wichtigsten Dinge, die am Anfang immer unterschätzt werden. Und wir versuchen das eigentlich immer mitzutragen. Und das heißt, es geht eigentlich dann los, dass gerade im Kick-Off-Workshop zu Beginn man dann eigentlich schon schaut, dass man den allen Abteilungen, die da involviert sind, quasi ein Ziel mal vorstellt, diese Ziele auch früh mit den wirklichen End-Usern noch bespricht, das dann in einzelne Häppchen in Arbeitspakete bringt und so, dass dieses Motto
Motto, wir entwickeln gemeinsam eine große Vision, wo wir hinwollen, denn ganz oft in so einem Projekt kommen am Anfang wahnsinnig viele Begehrlichkeiten, aber man schafft es einfach im täglichen anderen Workload nicht, das alles unterzubringen. Und deshalb das dann in so Quick Wins zu bringen, mal ein Proof of Concept zu starten, klein und fein zu beginnen und das dann weiter auszuholen, ist, glaube ich, ganz wichtig. Change Management Begleitung ist wichtig, denn Sie haben in ganz vielen Unternehmen über alle Branchen hinweg natürlich auch eine Altersstruktur, die sehr unterschiedlich ist. In unseren Schulungen sitzen teilweise 18-Jährige bis zu 70-Jährige drinnen. Das ist logischerweise auch in solchen digitalen Projekten ein Riesenunterschied, wie natürlich man mit solchen Dingen umgehen kann und wie natürlich auch gewissermaßen teilweise die Bereitschaft da ist. Das muss nicht immer so sein, aber natürlich ist das auch ein Faktor, der da mitspielt. Wie digital ich denn schon überhaupt in Unternehmen aufgestellt bin. Okay, dann an dieser Stelle herzlichen Dank, Paul Carruzzo und Patrick Moser. Und ich übergebe mal an Stefan. I don't know if I can take that question from Lutz here. The question is, what was the feedback from your team and how did you drive adoption? Well, that's a fab question because I think that's where we probably underestimated the change management, and as Patrick highlighted that earlier. So the team was quite reluctant at the beginning. As you can imagine, we are talking to marketers who are not financial planners, who go a bit reluctantly into financial planning. So the way we did it, we had one full day training. And so the full day training, we went step by step, we reiterated the key steps. We had multiple follow-ups internally on the tool, some key specificities. And I now run what I call the Marmind clinic on a monthly basis, where I go with user cases, explain how we should handle it, and so on. So it's not an easy step, honestly, to take. I think you have to sell the vision, the change, and how this will enable the team to be more efficient. I would have, to give you a flavor, I think like in all new product adoption curve, you got 25% who jump on the tool, who find it very easy. Then 50% will get there over 3 to 6 months period. And we still have the laggards, the 25% who I would say still struggle with it. However, they can clearly see the benefit of the tool, and we have great ambassadors. That's another tip I will give you. When if you find these ambassadors, this advocate for the tool, which will enable you to make, you can have this individual shadowing other people who struggle a bit more with the adoption. The fact that the last point I want to make, the fact that we managed to enhance the tool based on the user feedback on some instances also helped for adoption, because we see that we are listening to the users and we make some changes to really fit the requirement and the business processes. Okay, vielen lieben Dank.